Themenwoche Digital Humanities, ein herzliches Willkommen auch von mir. Digital Humanities, Datenquellen und Methoden im Überblick. Zunächst einmal, was sind Digital Humanities? Da haben Ioannidis und Kohle das so definiert, das ist ein Arbeitsfeld an der Schnittstelle zwischen den Geisteswissenschaften und der Informatik. Und die Informatik und die Data Science bieten Theorien, Methoden und Verfahren an, die dann von Geisteswissenschaften genutzt werden. Wer nutzt nun die Digital Humanities? Im Grunde genommen alle Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften, als da wären Fächer wie Sprach- und Literaturwissenschaft, Germanistik, Anglistik, Romanistik, alle Philologien, Pädagogik, Ethnologie, Medien, Kunst, Theater und Musik, all das kann prinzipiell mit DH-Methoden arbeiten und davon profitieren. Ganz kurz nochmal zur Definition, gerne in der Diskussion, wer möchte, können wir darüber reden, ob die Digital Humanities selbst auch eine Wissenschaft ist oder ist es ein Arbeitsfeld oder ein Methodenkasten. Kurz auch, warum ist die SOB, also die Bibliothek zur Digital Humanities gekommen? Das ist so, dass wir seit über 10 Jahren OCR-Volltext produzieren. Damit sind wir als digitalisierende Bibliothek selbst auch Fulltext-Provider im Kontext der DH. Volltextqualität, Dateiformate, Datenstrukturierung, das war sofort ein Thema. Und in einem langsamen, natürlichen Prozess kamen immer mehr Fragen aus der Wissenschaft nach dem Transfer von Volltexten aus großen Projekten. Haben wir mal 185.000 oder 300.000 Seiten Volltext wegen der Anfragen aus der Wissenschaft herausgegeben. Da haben wir natürlich über die Zeit eine Menge Expertise aufgebaut und wissen eigentlich ganz gut, welche Möglichkeiten man mit der Arbeit mit großen Mengen an Volltext hat. Insgesamt kann man sagen, dass digitalisierende Bibliotheken damit selbst auch ein Player im Kontext der Digital Humanities sind. Was ist das Arbeitsmaterial? Im Grunde genommen, es liegt in großen Mengen vor, die auch immer noch weiter stark anwachsen. Ein Beispiel, ein Korpus aus der Kolonialzeit mit 300.000 Seiten, in diesem Fall auch von uns digitalisiert, oder Millionen von Zeitungsseiten an vielen anderen Bibliotheken, Deutschland, Europa und weltweit. Das Material ist entweder historisch und digitalisiert oder es ist aktuell, born digital. Hier ein paar Beispiele, Handschriften, Inkunabeln, E-Books, Tweets, Memes, Bildwitze. All das ist potenzielles Material und das Material ist vor allem digital und es sind Dateien. Auf Datenquellen verschiedene Ausprägungen, Medialität und Qualität und Form des Materials, da wird in den folgenden Abschnitten drauf eingegangen. Was sind die Digital Humanities auch? Es gibt eine große Skala von Big Scale bis Grundlagen. Ich möchte mich hier eher auf Letzteres konzentrieren, auf die Digital Humanities, die jede von uns selber betreiben kann, mit einfachen Mitteln und im Einstieg und jeder nach seinen Möglichkeiten. Über Sprachmodelle wie ChatGPT wird hier eher nicht gesprochen, auch wenn das ein ganz interessantes und aktuelles Thema ist. Jetzt kommt eine große Grafik, die werde ich aber ganz deutlich erstmal erklären. Wir haben hier links auf dieser Seite haben wir überwiegend Daten oder Datenquellen stehen. Rechts haben wir Methoden stehen, unten die Grundlagen und oben Fortgeschrittenes. Wir werden uns heute auf Mitte links konzentrieren. Erster Abschnitt über Datenquellen, Zugang, Struktur und Formate. Da ist es so, dass ich einmal beantworten möchte, woher bekommt man eigentlich die Daten. In digitalen Editionen findet man Volltext in sehr guter Qualität, aber halt nicht in so großen Mengen. Die sogenannte Digitalisate oder Bestand aus digitalen Sammlungen kann man deutschlandweit, weltweit in sehr großen Mengen beziehen. Viele Jahrzehnte, viele Jahrhunderte, alle möglichen Textformen, also wirklich sehr, sehr viel Material in nicht ganz so guter Qualität. Bilddatenbanken, Videoarchive reden wir hier in diesem Zusammenhang weniger drüber, aber die Digital Humanities adressieren auch diese Medienform. Wikimedia-Projekte wiederum, Wikisource, Wikidata und so weiter, haben wieder eine sehr gute Volltextqualität. Da muss man allerdings die Wissenschaftlichkeit für sich selbst kritisch bewerten. Es ist so, Daten gibt es überall, vor allen Dingen aktuelle in sozialen Medien, Twitter,
Blogs, selbst Kochrezepte, Plattformen. Also für mich ist durchaus interessant die Esskultur im historischen oder aktuellen Kontext. Auch da gibt es Likes und Dislikes und Kommentare mit Zeitstempel und alles drum und dran. Also theoretisch auch eine Menge von Daten, die man da erhalten kann. Esskultur zum Beispiel auch im Kontext von weltweiter Migration, historisch und so weiter. Da kann man sich eine Menge vorstellen. Zeitungsportale, wie gesagt, da geht es in die Millionen manchmal. Open Glam. Glam steht für Galleries, Libraries, Archives and Museums. Da findet man sicherlich viel Material. GitHub geht in Richtung Informatik, Programme und ist eine Plattform von Programmierern und Informatikern. Und aktuell auch Citizen Science Projekte. Da ist sicherlich auch einiges an Daten vielleicht zu erhalten. Die Medialität der Daten ist dann entweder Text, Bild, Audio, Animation, Video oder neue Medien, 3D, 360 Grad, Software etc. Nach unten hin wird das Ganze immer so ein bisschen dünner, was die Prozessierbarkeit angeht. Also die Anzahl der Tools, die dafür zur Verfügung stehen, nimmt ab. Und daher ist es halt so, dass hier und überwiegend zumeist große digitale Textkorpora prozessiert werden. Und ich denke, das ist zunächst einmal auch gut so. In welcher Qualität und Form erhalte ich die Daten? Da kann man sich fragen, bekomme ich nur die Daten oder auch Metadaten dazu? Sind sie strukturiert oder unstrukturiert, die Daten selbst? In welchen Formaten liegen sie vor? Und die Software-Tools, die stehen hier einfach nur deshalb, weil die Tools selber wieder verschiedene Dateiformate produzieren oder voraussetzen. Nicht ganz uneigennützig möchte ich dann hier einmal kurz auf die digitalen Sammlungen der SUB eingehen. Da habe ich jetzt mal drauf geklickt. Wir orientieren uns auf dieser Seite. Da haben wir eine Kurzbeschreibung von Highlights und Projekten und so weiter. Und ich suche einmal nach Tänze im alten Ägypten, um zu demonstrieren, dass man im Volltext und in den Metadaten suchen kann. Hier ein Brief von Mata Hari an Adolf Ehrmann, ein Ägyptologe. Und in diesem Fall haben wir einen Treffer in den Metadaten, Inhaltsbeschreibung. Weil es sich hier um eine Handschrift handelt, haben wir hier zum Beispiel keine OCR-Volltextdaten. Als nächstes wollte ich einmal in den Grenzboten absteigen, eine historische Zeitschrift über 8 Jahrzehnte ab 1841 mit 185.000 Seiten. Auch hier einmal kurz zu einem Band, erstes Semester. Hier haben wir ein digitalisiertes Inhaltsverzeichnis und von diesen Kapitelüberschriften haben wir insgesamt 33.000 erfasst. Das ist ein gutes Mittel, um eine Webnavigation anzubieten. Da gehe ich später nochmal drauf ein. Ich möchte diese Seite nicht verlassen, ohne vorher einmal kurz beim Page-Turner angekommen zu sein. Die Lampe, so sieht dann ein Digitalisat aus und dann geht es hier mit Next Page geht es dann jeweils weiter. Optisch ansprechend ist hier ein Angebot von Flickr, das eine Kollegin zusammengestellt hat. Das ist nämlich so, dass hier Abbildungen aus unseren digitalen Sammlungen zusammengetragen wurden. Und wie ich finde, sind das ganz interessante historische Abbildungen. Die Landschaft um Bremen, Plätze, der Marktplatz nochmal und die Rathaushalle. Also ganz interessantes, in diesem Fall bildhaftes Material. Und selbstverständlich sind alle diese Bilder auch mit dem jeweiligen Digitalisat verknüpft, sodass man zu der Quelle selber auch wieder zurückgelangt. Wenn wir von Datenquellen reden, dann kann man einmal Daten beziehen aus dem Internet oder aber auch selbst erstellen. Im Kontext von Daten steht Urheberrecht, Zitation und Forschungsdatenmanagement. Zu letzterem gibt es auch Expertise und Beratung an der SUB, an der Bibliothek. Da gehe ich hier aber nicht drauf ein. Und zusammenfassend kann man sagen, Umfang und Art von textuellen Datenquellen sind halt groß und vielfältig.
Und mit Expertise in Volltextbeständen und Metadaten und als Fulltext-Provider sind digitalisierende Bibliotheken selbst ein Player im Kontext der Digital Humanities. Ein paar Schlaglichter möchte ich geben auf Ergebnisse, die mit DH-Methoden erzielt werden können und auf große Forschungsinfrastrukturen. Für mich ein interessantes Thema. Dazu nochmal zurück zu dieser digitalisierten historischen Zeitschrift, die Grenzboten. Hier sehen wir ein Inhaltsverzeichnis, zum Beispiel mit einem dieser Titel, Wanderung durch eine Bildgalerie. Wie gesagt, gibt es davon sehr viele. Insgesamt 33.000 über 8 Jahrzehnte. Und wenn wir uns die 33.000 jetzt nochmal vornehmen und mit Topic Modeling bearbeiten, das hat nämlich der Professor Ioannidis vor einer Weile getan und auch 2016 veröffentlicht. Genau, da hat er Ergebnisse erzielt und Topic Modeling verwendet. Das ist ein Werkzeug ein Algorithmus zur inhaltlichen Textanalyse. Es ist, wie ich finde, ein ausgezeichnetes Tool zur Exploration und Entdeckung in großen Textmengen. Und es können Themen und andere kollokative Strukturen gefunden und erschlossen werden. Es gehört zu den quantitativen Analysemethoden und wir können uns vorstellen, wenn ich hier einmal in die Runde schmeiße, die Begriffe Hänsel, Gretel, Wald, was sind die Begriffe, die uns als nächstes einfallen? Und mit ein bisschen Nachdenken kommt dann irgendwie Hexe und Ofen und sowas auch hoch. Einfach, weil das Begriffe waren, die zusammen in einem Text vorgetreten sind. Und unser Gehirn so etwas einfach automatisch macht. Die Balken, die wir hier sehen, sind in Summe 33.000. Darunter haben wir die sogenannten Topics, die der Algorithmus ausgeschmissen hat. Einige davon sind weniger aussagekräftig, aber sowas wie Armee, Truppen, Soldaten ist offensichtlich ein militärisches Thema, das insgesamt 600 Mal in diesen 33.000 aufgetreten ist. Dann ein künstlerisch-literarisches Thema, Bildung und Religion mit diesem Topic und nochmal wieder Kunst und Politik an der rechten Seite. Die übrigen Topics, die wie mehr oder weniger kaputt aussehen, da wurde in der Wissenschaft dazu diskutiert, ob es sich da auch um sogenannte, um narrative Muster handelt, die dort auf diese Art und Weise wiedergegeben werden. Zwei andere Darstellungen hier, 1 und 2, das sind links auf der Seite ist jeweils ein einzelnes Topic visualisiert, diesmal auf der X-Achse mit der Zeitleiste von 1840 bis 1921. Und dann ist es die Anzahl der Themen in dem jeweiligen Zeitabschnitt. Eine nette Visualisierung, die ich jetzt hier aber nicht kommentieren möchte. Ich gehe nochmal auf Diacolo ein Tool, was an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften in Berlin von Brian Jurisch entwickelt wurde. Der Name kommt zustande über das, was es eigentlich tut, nämlich die Analysis of Diachronic Collocation Data. Diachrone Analysen sind Analysen über die Zeit, über lange Zeiträume, und Kollokationen sind Wörter, die gemeinsam auftreten. Zum Beispiel ist United States eine starke Kollokation, eine etwas schwächer, zum Beispiel britische Kolonie. Da gehen wir jetzt auch einmal in die Demo. Wir orientieren uns ganz kurz. Wir sehen eine Wortwolke. Hier wurde bereits nach Kolonie gesucht. Und wir sehen hier Kollokationen, Kolonie und Staatssekretär, Kolonie vereinzelt, Kolonie Mutterland. Und hier kann man auf den Knopf drücken und dann sieht man das Ganze animiert über die 8 Jahrzehnte. Das ist, wie ich finde, auch ein interessanter, schneller Überblick über das, was da zeitlich abgelaufen ist. Und hier besteht jetzt auch die Möglichkeit, andere Begriffe anstatt Kolonie einzugeben und dann jeweils die Kollokationen dazu sich animiert über diesen Zeitraum anzuschauen. Da unten ein Paper von Brian Jurisch. Als letztes Daten und Tools in Forschungsinfrastrukturen. Für mich ein interessantes Zukunftsszenario. Daten und Tools werden in den Forschungsinfrastrukturen aggregiert und
Ebenfalls interessant, achso, hier habe ich mal ein paar Tools wie NER, Named Entity Recognition, WSD, Word Sense Disambiguation, Mollet ist Topic Modeling, Annotation Tools, da gibt es eine ganze Menge. Und wie gesagt, die Daten auch. Eine gute Zusammenarbeit zwischen Bibliotheken und diesen Forschungsinfrastrukturen könnte sein, wenn da direkt Volltext transferiert wird. Das haben wir einige Male getan. Und natürlich sollen die Wissenschaftler, wenn sie mögen, den Text auch direkt erhalten können oder die Forschungsinfrastrukturen nutzen. Fazit, ich habe es jetzt, glaube ich, ein paar Mal gesagt, es gibt großes Potenzial durch all diese Daten. Und digitalisierende Bibliotheken sind selbst Player und Fulltext-Provider in diesem Bereich. An der SUB biete ich einen Beratungsservice für Digital Humanities an. Und da können wir gerne über Beratungsszenarien reden, wie zum Beispiel, welche Aufwände liegen vor, wenn man eine Datenaufwertung vor sich hat, oder welche Tools kann man nutzen bei einem Data Refinement. Man hat Daten in einem Format, möchte aber ein anderes. Also da kann man sich eine ganze Menge Fragen vorstellen. Dann bin ich am Ende angelangt und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.